Hallo Leute, heute gibt es bei mir ein paar gebackene Apfelringe oder, wie man bei mir früher in Augsburg gesagt hat, Apfelküchle. Und genau die machen wir heute. Dafür brauche ich, bevor es mit den Äpfeln losgeht, erstmal einen Backteig. Da habe ich hier 200 Gramm Mehl und ein Päckchen Backpulver, das sind 15 Gramm. Das vermische ich mir schon mal. So. Da kommt dann noch eine Prise Salz dazu. Und etwas Zimt gebe ich noch mit rein. Das passt immer ganz gut zu Äpfeln. Ja. Und dann rühre ich mir mit 250 Milliliter Milch einen schönen Teig an. Das Ganze dann gut verrühren, bis keine Klümpchen mehr zu sehen sind. Und in den Teig kommen jetzt noch 2 Eier rein. Und das Ganze dann nochmal verrühren. Da kommt jetzt noch etwa ein Esslöffel Honig mit rein, dass das Ganze auch ein bisschen süß wird. Das wird ja nachher für die Apfelküchle ein süßer Teig. Von daher kriegt ihr schon mal eine kleine Grundsüße. Allerdings nicht allzu viel. Also ich mache jetzt da auch nur, wie gesagt, einen Esslöffel Honig rein, dass das nachher nicht zu süß wird. Damit ist der Backteig schon mal fertig für die Apfelküchle. Den stelle ich schon mal beiseite. Dann schalte ich mir hier schon mal die Pfanne ein. So, und zwar auf halbe Kraft. Und da gebe ich dann auch gleich das Öl dazu. So. Von der Menge her etwa einen halben Zentimeter. Dann geht es auch schon an die Äpfel. Das sind immer noch die ich geschenkt bekommen hatte. Also wenn ihr mich nach der Sorte fragt, ich weiß es nicht. Nehmt einfach die euch am besten schmecken. So, das Kerngehäuse hole ich mit so einem Apfelausstecher raus. Muss da meistens 2-3 Mal mit reingehen, weil da noch ein bisschen vom Kerngehäuse drin ist. Wenn euch das allerdings nicht stört, dass da noch was drin ist, dann lasst es einfach drin. Mit dem Apfelausstecher kriegt ihr eigentlich schon das Gröbste raus. So, machen wir noch einen. Dann schäle ich mir den Apfel noch. Solltet ihr jetzt mehrere Äpfel machen, dann haltet euch ein bisschen Zitronensaft bereit. Dann könnt ihr die nämlich noch ein bisschen mit Zitronensaft bestreichen. Dann werden die nicht so schnell braun. Da ich jetzt nur die 2 Äpfel verarbeiten werde, passiert da nichts. Aber wie gesagt, bei größeren Mengen ein bisschen Zitronensaft drauf, dann bleiben die auch schön weiß. Dann schneide ich mir die Äpfel auch gleich in Scheiben. Und zwar etwa so einen halben Zentimeter. So. Gerade wenn ihr die in der Pfanne rausbacken wollt, achtet darauf, dass die nicht zu dick werden. Ansonsten sind die Äpfel nachher noch roh nach dem Backen. Das ist dann auch nicht so lecker, die sollten schon ein bisschen weich sein. Dann den Teig noch einmal ein bisschen durchrühren. Ja. Dann testen wir, ob das Fett schon heiß genug ist. Dafür geben wir einfach gerade einen Tropfen von meinem Backteig hinein. Einen kleinen Moment dauert es noch, der ist noch nicht ganz warm. In der Zwischenzeit wende ich die Äpfel schon mal in Mehl. Ja. Und dann kommen die direkt in den Backteig. Dann einmal da drin wenden, dass die richtig schön rundherum mit Teig benetzt sind. Meine Pfanne ist dann jetzt auch heiß genug. Und jetzt ein kleiner Tipp von mir, wenn ihr die jetzt mit den Händen reinlegt, Moment, ich zeige es euch mal gerade, so, dann habt ihr immer eine Seite, an der eure Finger waren. Und dann habt ihr eben keine so hübschen gebackenen Apfelringe. Und deswegen möchte ich euch einen kleinen Trick verraten. Dafür nehmt ihr euch so einen Holzstab oder Metall, was auch immer, holt die damit raus und lasst die erstmal ein bisschen abtropfen. Dann habt ihr nachher nicht so eine dicke Teigschicht drumherum. Und dann legt ihr die damit vorsichtig rein. Und so verhindert ihr, dass ihr nachher Fingerabdrücke auf euren Apfelbeignets habt. Und die lassen wir jetzt schön langsam goldgelb ausbacken. Sobald die dann von der einen Seite schön goldgelb gebacken sind, die Pfanne leicht anheben, so, und dann umdrehen.
Und dann von der anderen Seite auch noch backen lassen. Sobald die dann fertig gebacken sind, gebe ich sie kurz auf den Küchenkrepp, dass sie ein bisschen abtropfen können. Das einmal kurz abtropfen lassen. So, und dann kommen die direkt in Zimtzucker. So, einmal drin wenden. Und dann sind die auch schon fertig. Geht eigentlich recht schnell und einfach. So. Wunderbar. Damit sind die ersten 5 Stück schon fertig. Dann gucken wir uns die Apfelbeignets noch von innen an. Einmal durchschneiden. So. Oh. Herrlich. Also dieser Zimtduft und dieser Apfelduft, aber das kennt ihr bestimmt selber. Wunderbar. Die sind auch richtig schön fluffig, außen knusprig. Und genau so sollen sie sein. Mit den anderen Apfelringen warte ich jetzt noch ein bisschen, bis meine Kinder aus der Schule kommen, denn frisch gebacken schmecken die schon am besten. Dazu passt jetzt natürlich wunderbar entweder Vanillesoße oder ein Vanilleeis oder irgendein anderes Eis, falls ihr mehr Eissorten haben wollt. Ich packe euch hier mal einen Link rein. Ansonsten sind wir jetzt am Ende des Videos. Ich danke euch herzlich fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin, viel Spaß beim Kochen.